Rittersport. Knallige Farben, ungewöhnliches Format und der Knick. Die zweitbeliebteste Schokolade Deutschlands gleich nach Marktführer Milka. Wie gut ist sie wirklich im Vergleich mit anderen? Macht's schon mal Klick bei den Leuten auf der Straße? Quadratisch praktisch gut. Die Verpackung, ja, es ist sehr praktisch, weil man die so aufknacken kann. Kindheitserinnerung, bin im Osten groß geworden und die Oma hat in Frankfurt am Main gelebt und die hat immer Rittersport geschickt. Es gibt sehr viele Sorten davon. Also ich hole mir meistens die von Lindt, die Rittersport, die ist ein bisschen süß. Und die andere ist nicht ganz so süß. Quadratisch praktisch gut. Wir wollen herausfinden, wie gut Rittersport Alpenmilch im Vergleich zu anderen abschneidet. Es treten an Rittersport für 1,15 €, die Hausmarke von Rewe für 49 Cent, die Lindt Alpenvollmilch mit 1,69 €, die teuerste in unserem Test, und Marktführer Milka für 69 Cent. Alle Preise gelten pro 100 Gramm. Unser Experte ist Christoph Wohlfahrt. Der Schokoladier betreibt eine kleine Schokoladenfabrik mit Verkauf. Er wird für uns die Schokoladen bewerten. Unser Test braucht diesmal mehr Vorbereitungszeit, denn die Verkoster dürfen die Schokolade nicht an ihrer Form erkennen. Deshalb lassen wir sie einschmelzen. Christoph Wohlfahrt formt aus der Masse gleich aussehende Tafeln. Dem Geschmack tut das übrigens keinen Abbruch. Nach 6 Stunden sehen unsere Testschokoladen alle gleich aus. Rittersport ist ein Familienunternehmen, gegründet 1912 von Alfred und Clara Ritter. Im schwäbischen Waldenbuch bei Stuttgart begann die Erfolgsgeschichte. Schon früh legte man Wert darauf, anders zu sein. Clara Ritter wollte eine Schokoladentafel entwickeln, die in jede Sportjacketttasche passt. Und so entstand 1932 die quadratische Tafel. In den 70er Jahren setzte das Unternehmen verstärkt auf Fernsehwerbung. Hier spielte auch der Sport eine wichtige Rolle. Bei Freizeit und Sport nimm sie mit, bleib sportlich fit. Die junge Schokolade. Quadratisch, praktisch, gut. Heute bietet Rittersport-Schokolade eine klassische Vielfalt von über 30 Geschmackssorten an, plus Sondereditionen. Und verkauft wird sie vom Firmensitz in Waldenbuch bei Stuttgart aus in über 100 Länder, unter anderem nach Russland. Das Russlandgeschäft macht 10% des gesamten Umsatzes aus. Aktuell ist Rittersport in die Schlagzeilen geraten. In den sozialen Medien wird sogar zum Boykott aufgerufen. Der Grund: Das Unternehmen will trotz des Ukraine-Krieges nicht auf sein Russlandgeschäft verzichten, verkündet aber, dass es seine Gewinne daraus für humanitäre Zwecke spenden will. Wir fragen Marketing-Experten Arne Brekenfeld: Schadet ein solcher Shitstorm einer Marke? So eine Krise, wie wir sie augenblicklich haben, ist eine Schwarz-Weiß-Situation. Ich glaube, hier an der Stelle gibt es nur entweder oder. Ein Weg dazwischen, ein bisschen Russlandgeschäft zu machen, ist halt etwas, was die Menschen nicht verstehen. Ja? Und dadurch, dass es sich nicht um eine punktuelle Krise, sondern um eine doch langanhaltendere Krise handelt, glaube ich schon, dass der Markenschaden erheblich sein wird. Wir bitten Rittersport um eine Stellungnahme. Das Unternehmen schreibt uns: Wir halten die Lieferungen nach Russland aufrecht, um unser Unternehmen, unsere Mitarbeitenden und unsere Partner zu schützen. Lange war die Schokolade mit ihrer Marketingstrategie erfolgreich. Einerseits natürlich durch die quadratische Form, ein absolutes Uniqueness und Alleinstellungsmerkmal. Es gibt aber auch funktionale Vorteile, weil die Schokolade dadurch die Form etwas dicker werden musste. Das heißt, man kann viel, viel mehr Zutaten in die Schokolade packen, man kann Füllungen reinpacken, was heute ein Riesenvorteil ist. Es hat auch keine andere Schokoladenmarke, dass pro Sorte quasi eine extra Farbe in Verpackung gegeben wird. Christoph Wohlfahrt stellt in seiner Manufaktur selbst Schokolade her. Er weiß genau, worauf es dabei ankommt. Also meine Philosophie und Credo ist, weniger ist mehr. Und das heißt, wir haben im Prinzip die wichtigsten Rohstoffe: Kakao, Kakaobutter, Zucker, Milchpulver. Und das war es eigentlich. Und daraus machen wir dann leckere Schokolade. Zusätzlich zu den klassischen 30 Sorten gibt es immer wieder Sondereditionen, zum Beispiel die Marke Don Schoko.
Der Kakao stammt zu 100% von der Rittersport eigenen Plantage in Nicaragua. Die Marke lebt ja von Konstanz und darüber deckt man sicherlich, sagen wir mal, Themen ab, wie klassische Produkte auch dauerhaft im Sortiment zu haben. Aber Marke lebt halt eben auch von Innovation und Veränderungsfähigkeit. Und dafür sind diese Special Editions halt von besonderer Bedeutung. Man hält eine Marke frisch, attraktiv und begehrlich. In unserer Stichprobe vergleichen wir Rittersport Alpenmilch mit Alpenvollmilch-Schokolade von Rewe, der Lindt-Vollmilch aus Alpenvollmilch und der Milka Alpenmilch. Doch bevor wir mit dem Geschmackstest loslegen, wollen wir vom Schokolatier Christoph Wohlfahrt wissen, was er von diesen 4 Produkten hält. Wir haben Industriekakao, der hier verarbeitet wurde. Und der wird hauptsächlich in Afrika angebaut. Das heißt, man muss immer damit rechnen, dass Kinderarbeit passieren kann. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir haben durchaus an der einen oder anderen Stelle zusätzliche Aromen enthalten in der Schokolade. Das sind alles so Dinge, die für mich persönlich nicht in Frage kommen. Das Thema Kinderarbeit war auch ein Vorwurf der Zeitschrift Ökotest von 2019, bei der Rittersport insgesamt mit gut und als Testsieger abgeschnitten hat. Wir bitten Rittersport dazu um eine Stellungnahme. Was hat sich seit 2019 geändert? Wir haben in der Zwischenzeit an unserem Kakaosourcing massiv weitergearbeitet. Der Kakao für unsere Alpenmilchschokolade kommt aus Ghana und wir haben 2019 einen Vertrag mit der kooperativen CAA geschlossen, die es uns ermöglicht, transparent den Kakao aus Ghana zu beziehen. In diesem Programm sind nicht nur Qualitätsverbesserungen drin, Produktivitätsverbesserungen drin, sondern auch ein Programm, das zur Vermeidung von Kinderarbeit dient. Auf diese Kritik wurde also reagiert. Auf geht's in unsere Verkostung. Wir bitten 4 Konditor-Azubis zum Test. Keiner weiß, welche Schokolade an welcher Stelle liegt. Die 4 Testerinnen haben sich durch die Proben genascht. Wie gut kommt die Rittersport-Schokolade Alpenmilch nun im Vergleich zur Konkurrenz an? Ergebnis: Testsieger war Rittersport nur bei einer Testerin. Das ist mein Favorit, weil die sehr zart schmelzend war auf der Zunge. Und ein sehr runder Vollmilchgeschmack, sehr lecker. Auch angenehm, aber Geschmack ist nicht so stark, finde ich, wie in der ersten. Ja, ich finde es vom Geschmack nicht so toll wie das erste, aber das Schmelzerlebnis geht eigentlich so im Nachgang. Genau wie bei der ersten. Schmilzt langsam und auch weniger knackig. Auch unser Experte bewertet alle 4 Produkte der Stichprobe nach Geruch, Geschmack, Bruch und Schmelzverhalten. An erster Stelle steht für mich die Rittersport, weil die so ganz rund ist, auch ein bisschen Kakaoaroma hat. An zweiter Stelle kommt für mich die Milka-Schokolade, weil die auch ganz schön Schmelz hat und vom Aroma her ganz rund ist. An dritter Stelle kommt für mich erst die Vollmilch von Lindt. Die ist zwar schmelziger, aber das Aroma geht mir ein bisschen zu weit weg vom Kakao. Ja, dieses Aroma, was sehr nussig ist und von daher dann eben so ein bisschen abfällt. Unser Fazit: Die Marketingstrategie quadratisch praktisch gut funktioniert. Der mögliche Schaden durch das Russlandgeschäft ist noch nicht absehbar.